Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 23. Februar kam es schließlich zu dem ersten dokumentierten Besuch an der Schanze. Herr Immer postete auf Lachschon ein um 11 Uhr vormittags aufgenommenes Foto. Darin sieht man, wie Rainers Auto und Mengen an Müll im Hof stehen. Zur Erinnerung, das berüchtigte Video, in dem Rainer seine Adresse nennt, war am 5. Februar 2014 erschienen. Somit war nach dem Bekanntwerden der Adresse bis zum ersten dokumentierten Besuch über ein Jahr vergangen. Mittlerweile hatte sich Rainer nach dem Drama mit Drache nervt auch wieder beruhigt und es gab für einige Tage bis auf ein Skyrim Let's Play kaum Lebenszeichen von ihm. Am 27. Februar schließlich eröffnete Rainer den Drachenlord Teamspeak Server. Wie erwartet sollte dieser voller Trolle sein. Dementsprechend kam es anfangs zu einer Bannorgie, bis halbwegs Ruhe einkehrte. Mit strengen Regeln versuchte Rainer, Hater, Trolle und alle jene, die ihm gelegentlich widersprachen, von dem Server zu verbannen. Vor allem wollte er auch verhindern, dass Leute seine Gespräche und abenteuerlichen Behauptungen aufzeichnen und diese im Internet veröffentlichen. Über die nächsten Wochen erschienen immer wieder Leaks aus dem Teamspeak. Auffallend oft fragte Rainer nach dem Alter seiner Gesprächspartner und bannte jeden, der ihm in irgendeiner Art und Weise Kontra gab. Am 3. März erschien ein Teamspeak-Leak, in dem Rainer behauptet, trotz seines Gewichtes sehr fit und beweglich zu sein, früher Kampfsport gemacht zu haben und in der Lage zu sein, einen Roundhouse-Kick auszuführen. Er behauptet, Taekwondo, Karate, Kung Fu und Muay Thai gemacht zu haben, aber keinen Gürtel zu haben, da er nie in einem Verein war und sich selbst alles beigebracht hatte. Selbst für Leute, die mit dem Thema nicht bewandert sind, sollte klar sein, dass Rainer sich mit Kampfsport nicht annähernd so gut auskennt, wie er vorgibt. Die anderen Gesprächsteilnehmer wagen es jedoch nicht, ihn zu korrigieren, vermutlich aus Angst, gebannt zu werden. Dann berichtet er, wie er einst in eine tätliche Auseinandersetzung mit mehreren Hip-Hop-Fans verwickelt worden war und dabei mit einem Messer am Oberkörper verletzt wurde, so dass die Wunde genäht werden musste. Als Rainer einen Roundhouse-Kick mit seinen Springerstiefeln austeilte, brach er beim Messer des Angreifers die Klinge ab. Letztendlich konnte er die 3 Angreifer aufgrund seiner Kampfkunst krankenhausreif schlagen, woraufhin diese, sobald sie wieder bei Bewusstsein waren, sich bei Rainer entschuldigten. Da Rainer jedoch keine Narbe von der Messerattacke besitzt, ist diese Geschichte offensichtlich mindestens schwer übertrieben, wenn nicht komplett erfunden. Auch wurde Rainer zu dieser Zeit der abfällige Spitzname Lustlord verliehen, da er sich öfter auf Teamspeak mit Frauen in Privaträumen zurückzog und auf dilettantische Art und Weise versuchte, mit diesen zu flirten. Am 5. März lud Rainer das Video Blödsinns-Vlog Nummer 8 Auspacken von neuer Cam hoch. Am 6. März erschien das Video Die Hütte im Wald. Darin filmt er sich dabei, wie er schnaufend durch die Gegend spaziert. Wieder einmal behauptet er, in Zukunft die Hater zu ignorieren. Auch glaubt er, im Ganzen in etwa 12 Kilometer gegangen zu sein. Auf Lachschon wurde jedoch ein Versuch unternommen, seinen Wanderweg zu rekonstruieren. Dieser wies nur eine Länge von etwa 2 Kilometer auf. Auch kündigt Rainer an, in Zukunft wieder mehr Sport zu machen und abzunehmen. Am 8. März redete eine Frau, auf Lachschon als Benutzername bekannt, fast 2 Stunden mit Rainer auf Teamspeak. Sie warnt Rainer, dass seine Präsenz im Internet für ihn negative Konsequenzen haben wird und versucht, mit ihm ein konstruktives Gespräch zu führen. Unter anderem behauptete Rainer im Zuge des Gesprächs,
Mit 14 eine Fernbeziehung mit einem Mädchen gehabt zu haben, ein großer, aber kein professioneller YouTuber werden zu wollen, mit 4 Jahren schon mit seinem Vater im Wald gearbeitet zu haben, schon 6000 Bewerbungsgespräche gehabt zu haben, mittlerweile mit YouTube Geld zu verdienen, aber noch Geld vom Erbe seines Vaters zu haben, bis zum Alter von 21 jeden Tag gearbeitet zu haben, danach allerdings nur noch sporadisch, den Hauptschulabschluss nicht nachmachen zu dürfen und manchmal bei Suppenküchen zu helfen. Auch behauptete er, seine Schwester leide unter seiner Internetpräsenz, höre er auf, dann würden die Hater gewinnen, nicht in der Öffentlichkeit stehen zu wollen und noch nie Sex mit einer Frau gehabt zu haben. Zusätzlich gab Rainer an, dass Lehrer in der Sonderschule Prügeleien unter Schülern ignoriert hätten, dass er aufgrund seiner Legasthenie auf der Sonderschule war und dass er 15 Kilometer in 30 Minuten laufen kann. Auch glaubte Rainer, seine Fans hätten die Identität von Drache Nervt aufgedeckt, er hätte Lachschon und CrowdGen in jedem anderen Land verklagen können und dass ein Zusammenhang zwischen Rückenschmerzen und der Länge seiner Haare besteht. Während des gesamten Gesprächs reagierte Rainer grundsätzlich ablehnend auf die gut gemeinten Ratschläge und war sich angesichts seiner momentanen Lage keiner Schuld bewusst. Vom 11. März existiert ein Teamspeak-Leak, in dem Rainer behauptet, schon mit 7 Jahren angefangen zu haben, Pornografie zu konsumieren, als er die Sammlung seiner Mutter entdeckte. Am 15. März versuchten einige Leute auf dem Teamspeak, Rainer davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, sich einen Rauchmelder für sein Haus zu besorgen. Rainer ignorierte deren schlüssige Argumente, beharrte darauf, keinen Rauchmelder zu brauchen und bannte letztendlich in Rage Leute, die es nur gut mit ihm gemeint hatten. Am 17. März erschien Zu Fuß am Start, darin filmt er sich im Freien vor dem Wasserstandshäuschen von Emskirchen und beschwert sich darüber, in letzter Zeit Rückenschmerzen zu haben. An diesem Tag ereignete sich auch der zweite dokumentierte Besuch, von dem dieses Foto erhalten ist. Am 18. März erschien dann TOM Time of Metal Nummer 5 Band Nightwish Album Imaginarum. Auf Teamspeak behauptete Rainer, mehrere deutlich größere YouTuber zu kennen, jedoch würde er diese nicht danach bitten, ihm zu helfen, schneller zu wachsen. Auch bannte er Leute dafür, dass sie Wörter falsch aussprachen. Für die Zukunft plante er, die Hater zu ignorieren. Am 19. März lud Rainer das Video Ich saß auf einer Brücke hoch, in dem er sich wieder draußen in der Natur zeigt. Er behauptet, momentan fehle ihm die Inspiration für Videos, da sein Tagesablauf meist ziemlich langweilig ist. Auch kündigt er an, 2015 auf dem Summer Breeze zu sein. Am selben Tag tauchte auch Drache Nervt wieder auf und lud ein Parodievideo hoch. Am 25. März erschien Mal wieder zu Hause, in dem Rainer erklärt, dass aufgrund von Stress im Privatleben zurzeit wenig Vlogs kommen. Auch machte er zu dieser Zeit eine Frau namens Ariella zur Moderatorin auf seinem Teamspeak-Server. Generell machte sich Rainer unbeliebt, da er Leute willkürlich auf Teamspeak bannte, zum Beispiel nur weil sie ein Video eines Haters gesehen hatten. Auch reagierte er teilweise aggressiv und feindselig auf harmlose Fragen. Zusätzlich war der Server von seinen Spitzeln unterwandert und es herrschte eine Atmosphäre des Denunziantentums. Auch selbst ging Rainer relativ erfolglos auf seinem eigenen Server undercover. Dazu änderte er seinen Namen und gab sich als ein Freund von sich selbst aus, um die Hater zu infiltrieren. Immer wieder spielten Hater auch den vom Regenbogenschaf erstellten Lügenlord-Song im Teamspeak ab, um Rainer zu erzürnen. Am 29. März lud Rainer Drachenlord Folge 6 Drachenlord schaut Hentai, Creeper Darkus, hoch. In dem Video, in dem er auf Kommentare eingeht, hat Creeper Darkus einen kurzen Gastauftritt. In dem Video hat er, vielleicht auch wegen Ariella, eine große Menge Gel in den Haaren. Am 1. April erschien, wenn man versuchte Lachschon zu besuchen, nur eine Mitteilung, laut derer die Seite vom Amtsgericht Emskirchen gesperrt wurde. Rainer veröffentlichte daraufhin das Video Krank, warum schon wieder, fuck, in dem er berichtet, dass er davon ausgeht, dass es sich dabei um einen Fake handelt,
da Emskirchen kein Amtsgericht hat. Dann gibt der Preis schon wieder krank zu sein, obwohl er dies für seltsam hält, da er ja normalerweise fast nie krank wird. Am 3. April erzählte Rainer auf Teamspeak detailliert die Geschichte mit der Prostituierten. Demnach war Rainer mit einem damaligen Freund im Auto unterwegs zu einem Bordell. Sie konnten dieses jedoch nicht finden. Daraufhin bestellten sie eine Prostituierte zu Rainer nach Hause, da dieser zu diesem Zeitpunkt schon allein lebte. Die geplante Entjungferung scheiterte jedoch daran, dass Rainer keine Erektion bekommen konnte. Am 8. April lud Rainer Drachenlord Folge 7 Drachenlord bringt sich um hoch. In dem Video googelt Rainer aufgrund eines Kommentars den Dunning-Kruger-Effekt. Daraufhin meint er, aufgrund seiner Videos könnte man nichts über seine Persönlichkeit aussagen. Er geht auf weitere Hater-Kommentare ein, mit mehr oder weniger lustigen Antworten. Ich soll scheiße sein. Also das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, und das ist auch eigentlich gerade die Tatsache, bin ich ein Mensch gewesen. Scheiße sieht so aus. Ja, ich bin im Video. Also wenn ich scheiße sein soll, dann solltest du mal deine Augen untersuchen lassen. Gegen Ende des Videos spielt Rainer noch kurz das von einem Hater erstellte Videospiel Drache Isolation. Die vorgestellten Kommentare wurden von Mitgliedern seines Teamspeak-Servers vorgelesen. Unter anderem von einer Person, bei der es sich der Stimme nach zu schließen um das Regenbogenschaf handelt. Daraufhin erschien auch ein Video vom Regenbogenschaf, in dem er behauptet, Rainer habe sich für sein schlechtes Benehmen entschuldigt und die beiden seien jetzt gute Freunde und Partner. Am 9. April wurde auch die fortschreitende Verwahrlosung der Drachenschanze dokumentiert. In einem Teamspeak-Leak mit dem Titel Hallo Herr Marius gab Rainer preis, Marius, den Besitzer von Lachschon, angeschrieben zu haben. Rainer gab ihm eine letzte Chance, den Spott auf Lachschon zu beenden. Ansonsten, so drohte er, würde es rechtliche Konsequenzen geben. Rainer erwartete, dass alles über ihn gelöscht wird und die Admins und Moderatoren in Zukunft jegliche Erwähnung von Rainer verhindern. Er behauptet, sein Postfach sei ständig überfüllt mit Post von Trollen. Er würde auf Schmerzensgeld klagen. Es gebe Telefonterror bei Familie, Freunden und Nachbarn. Und ihn jedoch würde der Hate psychisch nicht belasten. Marius riet ihm daraufhin, seine Selbstdarstellung im Internet zu unterlassen. Laut einem Teamspeak-Leak vom 12. April weiß Ariella nicht, was das Ruhrgebiet ist. Auch tauschte sie mit Rainer Nummern aus, mit dem Ziel, sich irgendwann zu treffen. Des Weiteren beschwerte sich Rainer immer wieder über Probleme mit seinem PC. Am 13. April erschien #FragDrache Käse des Bösen. In dem Video behauptet Rainer, ein Luftdruckgewehr zu Hause zu haben und mit diesem schon geschossen zu haben. Jedoch bevorzugt er Klingenwaffen gegenüber Schusswaffen. Dann präsentiert er eine Wunde an der Hand, die durch das fehlerhafte Handhaben eines Schraubenziehers zustande gekommen ist. Auf Teamspeak wurde Rainer nach dem Besuch beim Anwalt und seinem Rechtsstreit mit Lachschon gefragt. Darauf reagierte dieser wütend und behauptete, dies wäre Privatsache. Auch gab er preis, schon 2014 von Leuten besucht worden zu sein, unter anderem von Ariella. Am 20. April erschien PC hin und neues Format. In dem Video kündigt Rainer an, ein Format starten zu wollen, in dem ihm Personen Fragen stellen. Bei Nichtbeantwortung würde Rainer Strafen auferlegt bekommen, sodass er zum Beispiel eine Zwiebel oder eine scharfe Chilischote essen müsste. Am 22. April lud Rainer dann 3 Videos hoch. In #FragDrache Gamescom präsentiert er Fanart. Auch erklärt er wieder, dass er nicht will, dass ihn Fans zu Hause besuchen, kündigt aber ein Fantreffen am Summer Breeze an. In Drachenlord Fanpost Nummer 9 Amiibo bedankt er sich bei Fans, die ihm ein Zelda Amiibo geschickt haben, und liest Briefe vor. In Kein Name eingefallen geht er darauf ein, dass beim letzten Drachenlord-Video ein Kommentar vom Regenbogenschaf vorgelesen wurde. Rainer bestreitet dies aber. Zum Vergleich, hier einmal der vorgelesene Kommentar aus Rainers Video vom 8. April und dann die Stimme von Regenbogenschaf aus seinem Video vom selben Tag. Ich danke dir, Drachenlord. Bin gerade in Finnland am Flughafen.
Warte auf mein Flugzeug zurück nach Deutschland und konnte nicht schlafen. Nach circa 5 Minuten von deinem Video habe ich geschlafen wie ein Stein und steige jetzt gleich gut ausgeschlafen in das Flugzeug. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Regenbogenschaf. Endlich ist sie da, die Kooperation mit dem Drachenlord. Auch tauchten am 22. April neue Mitschnitte aus dem Teamspeak auf, mit dem Titel Drache rastet aus. Darin erklärt Rainer, die Deutsche Bahn nicht zu mögen, wobei er seine Meinung zu einem großen Teil auf ein Video von Master Jam stützt, in welchem sich dieser über die Bahn beschwert. Daraufhin entbrennt ein Streit, im Zuge dessen er Ariella begriffsstutzig nennt und wütend den Channel verlässt. Sein Wutausbruch, so behauptet Rainer, rührt von seinem temperamentvollen italienischen Blut. Daraufhin behauptet er, Italienisch auch zu verstehen, aber es nicht übersetzen zu können. Mittlerweile wurde auch Master Jam auf Twitter zur Zielscheibe für Trolle. Daraufhin distanzierte er sich vom Drachenlord. Am 23. April gab Rainer in einen Teamspeak League preis, aufgrund von Mobbing schon einen Amoklauf in Erwägung gezogen zu haben. Am 24. April erschien das Video Schwimmbad. Darin erzählt Rainer, mit einem Freund ins Schwimmbad gefahren zu sein und von diesem scharfe Chilisauce geschenkt bekommen zu haben. Am selben Tag lud Rainer auch das Video Drache wurde getaggt hoch, in dem er 15 Fragen beantwortet. Er behauptet, wenn er eine Freundin hätte, dann würde er im Bett immer auf der Seite schlafen, die der Tür am nächsten ist. So könnte er im Falle eines Angriffs seine Freundin verteidigen. Auch behauptete Rainer an diesem Tag auf Teamspeak, dass die Haut kein Organ sei. Auch heute noch beharrt er darauf, dass die Haut seiner Meinung nach nicht als Organ zähle und andere Menschen hätten seine Meinung zu akzeptieren. Daraufhin stimmten die Mitglieder des Teamspeaks, darunter auch Ariella, gemeinsam den Lügenlord-Song an. 3, 2, 1. Lügenlord. Ich hoffe, du änderst irgendwann mal dein Leben und kommst drauf klar, dass die Haut ein Organ ist, du Spaß. Ich werde irgendwann gewonnen haben und dann seid ihr verloren. Ach, Süßi. Junge, lach ruhig. Ich werde euch siegen. Ich mach weiter. Ich mach so lange weiter, bis ihr es begriffen habt. Ja, und ich schmeißt ja am bin immer besten noch selber die Prügel raus. Junge, das ist, glaube ich, das Beste. Ich hab doch Etzeler. Hab ich jemals aufgegeben, ihr Fotzne? Hab ich jemals aufgegeben, ihr Fotzne? Ich werde euch platt machen. Platt machen werde ich euch. Alle. Ich weiß, das würde auch wieder irgendwo landen. Aber ist euch schon mal aufgefallen, wie viel Zeit ihr da reinsteckt, wie viel Zeit ich reinstecke und wer hat die meisten Abonnenten und wer macht alles weiter, obwohl ihr den hatet wie die Sau. Ja, das ihr werdet mich in eurem Leben nie besiegen und ihr werdet auch nie verstehen, warum. Merkt's euch und denkt selber mal über euer Leben nach, nicht über meins. Ich werde euch besiegen, bei weitem. Aber die Haut ist schon ein Organ, ich werde irgendwann gewonnen haben. Die Haut ist aber schon ein Organ, oder? Und dann seid ihr Fotzen am Arsch. Ja, aber die Haut ist jetzt schon ein Organ, oder? Das Sagt wollte ich mir jetzt nur noch noch erklärt haben. Ariella gehört auch zu euch, oder? Ja. Die Haut ist jetzt schon ein Organ, oder? Ariella, Ja. Pirat, Oder ich glaube hast du da jetzt alle, schon noch außer eine Neo andere Racer. Die Haut ist kein Organ. Die war nie ein Organ. Rainer schloss den Server und beendete damit die erste Teamspeak-Staffel. Entgegen Rainers Erwartungen hatten sich alle Mitglieder als Hater entpuppt. Einige von ihnen waren Rainer vielleicht anfangs wohlgesonnen, wendeten sich jedoch im Endeffekt aufgrund seines herrischen Auftretens und Rechthaberei von ihm ab.